Wieso haben wir immer noch so einen beschissenen Ruf? Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Wir sind die größte Popmusik, Punkt. Und alles, was bei uns ausgehandelt wird, über Weiblichkeit, Männlichkeit, was auch immer, das ist extrem relevant. Thema Männlichkeit eben. Das meinte ich vorhin, als ich so meinte, wir müssen die Männer einkassieren. Oder beziehungsweise den Männern verständlich machen, auf entspannt und auf Augenhöhe und nicht mit dem Zeigefinger, dass sie dieses gesamtgesellschaftlich herrschende Männlichkeitsideal, ja, das wir in der Gesellschaft haben, dass sie das kann kein realer Mann je erfüllen. Ein gar nicht mal so kleiner Lebenstraum von mir ist in Erfüllung gegangen. Hip-Hop lebt war auf dem Splash Festival 2025 und ich durfte im Rahmen meiner Live-Podcast-Tour auf der Ferropolis Stage direkt am Zeltplatz ein Gespräch führen, das mir besonders am Herzen liegt. Gemeinsam mit der promovierten Soziologin Prof. Dr. Heidi Süß habe ich über neue Männlichkeitsbilder, weibliche Selbstermächtigung und eben darüber gesprochen, wie sich die Szene gerade verändert. Und nein, das ist kein Frontalvortrag, sondern ein Austausch. Heidi Süß gilt nämlich als die Vertreterin der deutschsprachigen Hip-Hop-Forschung und des Hip-Hop-Feminismus und schrieb ihre Doktorarbeit sogar über Männlichkeiten im Deutschrap. Mit Hip-Hop aufgewachsen beschäftigt sie sich also in Büchern und Vorträgen mit Themen wie Geschlecht, Feminismus, Rassismus und Popkultur und ist zudem Boxtrainerin. Sie ist also die perfekte Gesprächspartnerin, die ich mir für dieses Thema wünsche. Danke an alle, die dabei waren und es möglich gemacht haben und dir jetzt viel Spaß beim Nachhören. Splash, was geht ab? Und ich sag ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz überhaupt mal sagen darf. Es ist für mich so eine Ehre. Ich komme hier hin, seitdem ich, 17, 18 bin. Und ich rappe ja nicht. Von daher ist es ein Wahnsinn, dass wir hier wirklich stattfinden dürfen. Und gemeinsam mit meinem Gast, promovierter Soziologin Professor Dr. Heidi Süß. Hallo. Macht erstmal Lärm, bitte. Spreche ich heute über Männlichkeitsbilder und weibliche Selbstermächtigung und ich kann euch jetzt schon mal wirklich die Angst nehmen, es wird kein Frontalvortrag, also wir bashen hier keine Männer, es geht einfach um Sichtbarkeit und das Thema mal aufzumachen. Du bist ja die Expertin, wenn es darum geht, Deutschrap auch nach außen hin zu erklären, vor allem Medien- und Szenefremden und vor allem, wenn was passiert, wie Deutschrap Me Too, dann wird die Heidi angerufen und wird gesagt, hier, sag doch mal, wieso, was ist denn hier im Rap schon wieder los? Dein Job besteht aber ja nicht nur daraus, eben Männer zu kritisieren und die ganze Szene zu kritisieren, da kommen wir gleich noch drauf. Gott, was habe ich für einen Ruf? Naja, als Hip-Hop-Forscherin machst du dir bestimmt nicht so viele Freunde. Auch das steht noch auf meiner Liste. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir uns heute hier treffen an dem Donnerstag früh um 11 auf dem Campingplatz, weil heute Abend ja auch die gute, ihres Zeichens Grammy-Gewinnerin Doechii Headlinerin ist. Und eine Sache, die mich im Vorfeld total emotionalisiert hat, okay, hier werden gerade Solaranlagen vorbeigetragen, was man so macht. Ey, when in Bitterfeld-Wolfen, dann passiert das. Eine Sache, die mich vorab total emotionalisiert hat bei dieser Headliner-Ankündigung von Doechii war, dass die Kommis halt durchgedreht sind mit wer ist das? Sie hat einem richtigen Artist den Slot weggenommen, bla bla bla. Was mich dazu ermutigt hat, auch einen Post zu machen in meiner kleinen Bubble, um mal klarzustellen, ob die eigentlich alle einen Schaden haben, also ob die irgendwas nicht mitbekommen haben. Wie siehst du denn das, die Misogynie, aber eben auch Misogynoir, also eben der Frauenhass vor allem gegenüber speziell schwarzen Frauen gerichtet. Wie siehst du das in deiner Einschätzung als Forscherin? Erstmal danke für die Einladung. Ich feiere das wirklich sehr. Ist auch von mir geht ein kleiner Traum in Erfüllung hier. Wie sehe ich das? Also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt, aber wenn du es mir so erzählst, versuche ich es mal irgendwie einzuordnen. Ich meine, ganz bestimmt ist Doechii da klassischerweise Opfer geworden von verschiedenen Formen von Diskriminierung, wie du gerade schon sagst. Ich finde, das halt ein bisschen übrigens, aber wenn ihr mich versteht. Könnt ihr uns gut hören? Also klar, hier überschneiden sich verschiedene Formen von Diskriminierung. Im Fall von Doechii, Sexismus und Rassismus auf jeden Fall. Klar, viele Typen kommen immer noch nicht so gut drauf klar, wenn erfolgreiche weibliche Acts irgendwie Headliner sind. Letztes Jahr war ja Shirin, da gab es ja auch einen Aufschrei. Aber ehrlich gesagt wundert es mich trotzdem ein bisschen, weil ich mir denke, wenn jetzt Lil Kim oder Lauryn Hill oder sowas Headliner gewesen wäre an Day One, dann glaube ich, wären alle ausgerastet. Und das sind auch schwarze Frauen. Und insofern denke ich, vielleicht hat das auch eher ein bisschen damit zu tun, dass Doechii ihre Dues nicht gepaid hat, Julia. Also aus Sicht dieser Leute, ne? So,
ich schätze das so ein, dass man sich einfach dachte, dass viele dachten, wer ist sie? Man kennt sie nicht. Sie ist ja relativ neu, so. Sie kommt ja auch wirklich relativ neu. So. Aber wie Zumindest für den Mainstream. Wie eine Dampflok, ne? So wie Shirin, ne? Der hat sich ja auch jeder gefragt, wer ist sie? Kommt sie aus dem YouTube-Universe oder irgendwie aus dem Influencer-Tum und so? Jetzt muss sie sich erstmal beweisen, so. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mitgespielt. Wahrscheinlich bei diesem Shitstorm. Gleichzeitig, klar, kann man fragen, wäre jetzt ein schwarzer männlicher Act genauso angegangen worden? Und das würde ich schon stark bezweifeln wollen, ja. Ich will das offensichtlich immer ansprechen. Also wir sind ja zwei weiße, weiblich gelesene Personen hier auf dieser Bühne, die über Rap, Männlichkeit und Frauen im Rap sprechen. Und das finde ich an sich schon wirklich ein Novum, weil wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass als wir mit Hip-Hop sozialisiert wurden in unserer Jugend, wir erzählen jetzt vom Krieg, 20 Jahre her, da wäre das hier, und das unterstelle ich jetzt mal der deutschen Rap-Szene, wäre das undenkbar gewesen, dass so ein Thema überhaupt hier auf so einem riesengroßen Mainstream-Hip-Hop-Festival überhaupt stattfinden darf und dass wir hier nicht mit extra Security kommen müssen und dass wir die Sichtbarkeit bekommen. Also dafür kommt vielleicht noch, ja. Vielleicht kommt gleich jemand um die Ecke und erteilt uns Splash-Verbot. So. Ich finde, das muss man sich einfach mal kurz ins Bewusstsein machen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir hier über so ein Thema auch sprechen dürfen und das aufmachen. Wo wir gerade bei Doechii waren, Frauen waren ja schon immer Teil der Deutsch-Rap-Szene und vor allem auch des US-Hip-Hop-Kulturs. Seitdem ist in der Sozialisierung ja super viel passiert und jetzt nehmen die sich immer mehr Raum ein, werden sichtbarer, so auch wir beide, indem wir hier auf dieser Bühne sitzen können. Macht das für dich forschungsseitig auch was? Also nimmst du das auch wahr, wenn du guckst auf Zahlen, Statistiken, Charts oder sowas? Also ich bin nicht so der Zahlen- und Statistiker-Typ, aber klar, wie du gerade gesagt hast, also erstens mal ist es wirklich episch, dass so eine Leute wie wir jetzt hier auf dem Splash sitzen und über weibliche Selbstermächtigung und Männlichkeiten sprechen dürfen. Danke auch nochmal an das Splash, dass die uns die Bühne geben. Da muss man ja auch Bock drauf haben, das Thema zu platzieren. Kommt ja auch nicht jeder so gut drauf klar, sag ich jetzt mal. Und ja, klar kriege ich das mit in der Forschung. Ich meine, das ist ja auch so ein Teil der Forschung sozusagen, das zu rekonstruieren. So die Her Story of Rap. Welche Frauen, welche Flinter-Acts waren eigentlich schon immer da, nur wurden sie vielleicht nicht sichtbar oder unsichtbar gemacht. Wer hat vielleicht auch in welchen Subgenres irgendwie eine prägende Rolle eingenommen? Und ich glaube, manchmal sehe ich so diese jüngeren Leute, diese junge Generation und denke mir so, krass, ihr wächst einfach in so einer ganz anderen Hip-Hop-Welt auf als ich, weil wir sind da jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten. No front, aber wir sind ja doch eine ältere Generation und du hast ja gerade schon gesagt, als wir aufgewachsen sind oder als ich aufgewachsen bin, da gab es so Fiverr MC, falls die überhaupt noch jemand kennt irgendwie und irgendwie Piranha und das war es dann auch schon fast wieder. Und heute hast du einfach so ein riesiges Spektrum an unterschiedlichsten Weiblichkeitsentwürfen und Flinter-Acts, auch im Mainstream, in den Charts. Das wäre früher vor 10, 20 Jahren nicht vorstellbar gewesen, auch eine Headlinerin auf dem Splash zu haben. Die Generation, die jetzt heranwächst, für die ist das ja normal. Die sind ja auch mit einer Bundeskanzlerin aufgewachsen. Für die ist das vielleicht gar nicht so special. Für jemanden wie mich, ich gucke mir immer noch dieses Line-Up an oder was da so generell passiert in der Szene und habe so einen offenen Mund und starre das so an, weil das einfach eine der krassesten Entwicklungen ist, würde ich sagen, die Deutschrap in 40 Jahren durchlebt hat. Diese extreme Veränderung in den Repräsentationsverhältnissen zugunsten von Flinter-Personen. In allen Subgenres auch, also Battle Rap, was weiß ich, überall. Was bedeutet denn für dich so echte Selbstermächtigung der Frau? Was bedeutet das für dich? Für mich? Also das mit dem echte Selbstermächtigung triggert mich insofern ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich das immer unheimlich schwierig finde, dass so diese Feminismen oder diese Empowerment-Strategien von Flinter-Acts, wenn sie denn überhaupt mal am Start sind, und sie sind da jetzt da, immer gleich durch so ein Raster
wie sagt man, gezogen werden, ja? Also ist es uns jetzt feministisch genug? Werden dann die richtigen Begriffe zurückerobert? Ist es doch vielleicht ein bisschen zu viel selbstsexualisiert? Oder wird hier vielleicht der männliche Habitus zu sehr reproduziert und so? Ich meine, kann man auch alles machen. Ist auch wichtig, sich das irgendwie anzugucken, analytisch und einzuordnen. Aber ich denke mir immer so, ich bin Fan davon, die Leute erstmal machen zu lassen und nicht gleich zu sagen, okay, schreibt sie überhaupt ihre Texte selbst? So, ist das nicht jetzt Sellout oder was auch immer, so diese ganzen Kriterien anzulegen, finde ich irgendwie schade. So macht man ja bei den Typen auch nicht. So, ich feiere jede Person aus dem Flinterspektrum, die an den Start kommt und irgendwas macht und sich ermächtigt und vom Objekt zum Subjekt sozusagen sich empowert, und mit welchen Mitteln das getan wird, sollen die selber wissen. Und ich bin auch Fan davon, Begriffe sich zurückzuerobern, auch wenn das vielen Leuten nicht ganz verständlich ist, was das soll. Gerade so Frauen aus der zweiten Frauenbewegungswelle, die habe ich öfter mal vor Vorträgen sitzen, die verstehen das überhaupt nicht mit diesem Bitch-Begriff, was das soll. Wie würdest du es denn erklären? Ich erkläre das, also da sitzen wirklich häufiger so Sibylle und Erika, sage ich jetzt mal, was ja cool ist, dass die kommen und sind so völlig perplex, weil sie sich so denken, diese jungen Leute, jetzt sagen die alle Fotze und so, da waren wir schon mal weiter, und so sagen die. Ich verstehe auch die Perspektive so ein bisschen, ich kann das schon nachvollziehen, die sind aber halt auch nicht so popkulturell und Hip-Hop sozialisiert wie wir, und ich glaube, die haben auch ein sehr eindimensionales Verständnis vielleicht, das ist jetzt eine Unterstellung, von Feminismus. Ich glaube, die haben auch einfach teilweise noch nicht verstanden, dass es einfach mehrere Formen von Feminismus gibt. Feminismen, auch sowas wie intersektionalen Feminismus, und dass das ja auch wirklich verfängt. Also wenn wir in den Kommentarspalten von Sixten und so weiter rumscrollen, dann steht da ja wirklich drin, ey, Nura, seitdem du rappst, traue ich mich auch, irgendwie meinen Mund aufzumachen, oder seitdem du so und so sichtbar bist, will ich das auch und bin ich viel stärker und fühle mich viel freier und so weiter. Also das verfängt einfach beim Publikum und empowert ja wirklich. Und wenn das funktioniert, Begriffe zurückzuerobern und laut zu sein und sich selbst zu sexualisieren und sich das zurückzunehmen, sozusagen die Kontrolle über den weiblichen Körper zurückzuerobern, dann macht das ja Sinn. So, und dann macht das einen Unterschied. Und dann findet damit auch eine Veränderung statt, längerfristig in den Geschlechterverhältnissen. So richtig erklärt kriege ich das denen trotzdem nicht. Die schütteln immer noch den Kopf danach. Aber ja, ich meine, man kann schon darüber sinnieren, ob es nicht doch auch rückschrittige Tendenzen gibt. So, man kann schon in den Mainstream gucken und sich denken, naja, so non-binär und non-konform geht es da jetzt auch nicht zu. Alle weiblichen Acts, die erfolgreich sind, verkörpern schon tendenziell traditionelles Weiblichkeitsbild, sag ich jetzt mal. Da ist schon Luft nach oben, so. Das verstehe ich schon, diesen Punkt. Aber ja, ich glaube, da fehlt auch einfach so ein bisschen dieser lebensweltliche Bezug zu den Lebenswelten junger Menschen, die einfach mit Hip-Hop und Popkultur aufwachsen. Und noch was. Julia. Hau raus. Gott. Also ich glaube auch, dass sie auch ein sehr eindimensionales Verständnis von Sprache und Begriffen haben. Und dass die nicht ganz verstehen, dass so ein Begriff wie Bitch, Fotze, was auch immer, in einer bestimmten Sprechgemeinschaft, zum Beispiel unserer, andere Bedeutungsdimensionen annehmen kann. Und nicht per se für jede Person immer verletzend sein muss, sondern eben auch ermächtigend sein kann. So versuche ich das aufzudröseln. Wir versuchen es ja heute nicht so akademisch zu machen, weil du bist natürlich Professor, Doktor, ne? Und ich dachte im Vorgespräch, alles klar, wir müssen kicken, wie wir das hier transportiert bekommen. Ja. Das ist jetzt nicht, sind schon ein paar Leute da. Hier sind auch schlaue Leute da. Das will ich gar keinem unterstellen, aber ich will natürlich trotzdem zugänglich sein, was die Sprache angeht. Deswegen erklär doch noch mal kurz intersektioneller Feminismus, was das im Großen und Ganzen bedeutet. Das bedeutet im Großen und Ganzen, dass man anerkennt, dass bestimmte soziale Gruppierungen oder Subjekte in der Gesellschaft von unterschiedlichen Formen von Diskriminierung gleichzeitig betroffen sein können und dass man einfach einen mehrdimensionalen Blick auf sowas wie Diskriminierung gewinnt. Ganz kurz definiert, würde ich sagen. Da zählt Sexismus mit rein, Rassismus, Klassismus und andere Ismen. Ageism gibt's auch noch und so weiter. Genau das, was bei Doechii ja auch stattfindet. Vielleicht auch greift, ja, also sicher auch greift.
Ich möchte noch mal das Wort ans Publikum richten, weil es jetzt ein bisschen voller geworden ist. Hallo und schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Vor allem auch die jungen Männer da hinten. Ihr habt die schöne Einleitung verpasst. Wir sprechen über Männlichkeit im Rap und Frauen-Selbstermächtigung. Und wir machen es nicht so trocken, wie es klingt. Trust me. Mein Gast heute ist Professor Dr. Heidi Süß, die Sag das doch nicht immer, das ist ja unangenehm. Doch, ich sage das so oft, wie ich will. Und du forschst eben auch und hast auch deine Doktorarbeit über Männlichkeit im Rap geschrieben. Wie kann ich mir denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also wie forscht man über Rap? Wieso zur Hölle macht man es überhaupt? Und wieso ist das wichtig für unsere Kultur? Da voll viele Fragen auf einmal 3 jetzt. Fragen verschachtelt in einer und los. Hart. Okay, also warum mach ich das? Weil ich bin mit dieser Musik groß geworden und auf dem Rap-Film hängen geblieben und habe dann irgendwann studiert und da muss man Abschlussarbeit schreiben, Magisterarbeit bei mir war das noch, ich bin alt und da habe ich über Gangster-Rap geschrieben, weil mich hat nichts anderes interessiert, also dachte ich, okay, was hält mich so viele Monate bei der Stange, es kann nur was sein, worauf ich Bock habe, also muss ich über Rap schreiben. So. Und dann hat das Spaß gemacht, in Anführungsstrichen, so sehr wissenschaftliches Arbeiten Spaß machen kann. So. Und ich habe gemerkt, krass, da gibt es ja so Leute, die schreiben Bücher darüber und so, ist sehr interessant. Und dann bin ich da mehr oder weniger dabei geblieben und habe dann später halt promovieren dürfen, dank einem Stipendium. Und dann ergibt sich so das eine zum anderen. Dann gibt man mal ein Sammelband raus oder so zu irgendwie dem Thema Rap und Geschlecht, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, und schreibt irgendwelche Beiträge für andere Bücher und findet einfach Gefallen daran, oder ich persönlich habe Gefallen daran gefunden, mich möglichst breit einzulesen und die Szene, mit der ich aufgewachsen bin, besser zu verstehen. Das ist ehrlich gesagt mein Ansatz. Ich will mir angucken, was im Rap-Kosmos passiert, welche Diskurse finden da statt, was wird da verhandelt. Popkultur ist ja so ein total wichtiger sozialer Ort, an dem Identität verhandelt wird, Sexualität verhandelt wird, Männlichkeit, alles Mögliche und eben auch im Rap. Und dann guckt man sich an, wie wird das gemacht? Also wenn wir jetzt schon mal dabei sind, wie das konkret aussieht, ja, da weiß ich nicht, dann macht man vielleicht eine Textanalyse oder man macht irgendwelche Screenshots von irgendwelchen Rap-Videos. Man kann sehr viel Musik hören bei diesem Job, das ist sehr schön. Macht sich irgendwelche Notizen, weil einem vielleicht irgendwas auffällt. Vielleicht fällt einem auf, hoppla, zurzeit geht es ja unheimlich viel um Mental Health. Interessant, wer rappt eigentlich darüber? Wie ist das eigentlich mit Männlichkeit verknüpft? Dann geht man wieder in die Literatur und liest vielleicht irgendwie was zum Thema Männlichkeit und Gesundheit. Da steht irgendwas Interessantes drin. Dann denkt man sich, ach, die Theorie passt eigentlich ganz gut zu diesem Mako-Track. Dann legen wir doch die da mal drauf und so. Und so spielt man so ein bisschen rum. Also andere Leute mögen anders forschen. Ich forsche in etwa so. Und dann interpretiert man das vielleicht auch unter Zuhilfenahme von irgendeiner Methode oder so. Ja, im Endeffekt sitzt man aber am Schreibtisch. Also so fancy ist das jetzt auch nicht, ja? Du sitzt Klingt aber wie ein Traumjob. Hast ein Notebook auf und hörst dir jede Woche die ganzen Releases durch und machst dir Notizen oder auch nicht. Und schreibst, schreibe ich oder habe ich kein Forschungsprojekt in dem Sinne, aber ich schreibe halt irgendwie immer wieder Beiträge zu Gender im Hip-Hop. Und dann suche ich halt, wo steht was, zitierst du hier mal was, zitierst du da mal was, bringst ein aktuelles Beispiel rein. Vielleicht auch hier vom Splash, sowas landet dann auch gerne mal in meiner Fußnote. Hey, da war so ein Panel auf dem Splash oder ich habe mit Julia geredet auf dem Splash und so. Also du bist eventuell bei mir auch verwundert. Das heißt, Splash ist ja das erste Splash für dich, ich weiß gar nicht. Doch, nein, das stimmt nicht. Hast du doch gesagt? Nein. Das erste hier, ne? Moment. Ich bin das erste Mal hier auf diesem Gelände. Aber auf diesem Gelände. als ich zum letzten Mal, jetzt wird's unangenehm, als ich zum letzten Mal auf dem Splash war, da gab es noch D-Mark. Das war irgendwie 2000, glaube ich. 2002 wurde... Oder 1. Jedenfalls war Sammy Deluxe Headliner. Also ist sehr lange her. Gibt's immer noch. Er ist eingesprungen für irgendwen, der nicht gekommen ist. Ami-Act-Klassiker. Nelly? Nee. Nee, ich glaube, Method Man und Rapman hätten kommen sollen und dann sind die irgendwie Aber da ist Nelly ja nicht mehr ganz so weit. Ja, stimmt. Aber es ist wirklich ewig her und dann war das noch in Chemnitz. Chemie, Kulturhauptstadt. Warst du da damals auf dem Splash? Nee. Da hat mich der Brandenburger Wind nicht hingeweht. Damals, da gab es noch so Leute wie Tefla und Jalil und Specialists und so. Das waren damals Helden für mich. Liebe Grüße gehen raus an DJ Ron. Das Splash, ja, auf jeden Fall. Natürlich. Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, also was du gerade gesagt hast, klingt basically wie ein Traumjob. Jeden Tag Mucke hören, bisschen Recherche, bisschen dies, das, bisschen schreiben, fertig. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, also es ist eine super nischige Arbeit, weil du musst für so eine Rap-Forschungsprojekte
die ja dann auch deinen Lebensunterhalt finanzieren, mehr oder weniger, oder Uni-Stellen, wenn du eine Uni-Stelle haben willst, wo es um Rap geht, die sind total rar gesät. Und wenn du ein Forschungsprojekt beantragen willst, wo es um Rap geht, dann musst du erstmal die großen Geldgeber überzeugen, zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, von deinem Rap-Projekt. Und das ist schon Arbeit. Erstens mal muss man so einen 20-seitigen Antrag schreiben, das dauert ewig. Und dann musst du die überzeugen davon, dass das ein beforschenswerter Gegenstand ist. So, weil es gibt immer noch in der Wissenschaft so ein bisschen diese etwas nicht abwertende, aber die Popkultur nicht ganz ernst nehmende Perspektive, von wegen, das ist kein forschungsrelevanter Gegenstand. So. Und das muss man den erstmal verklickern, wie relevant das ist. Ich finde es ja mega relevant. Ich finde, Männlichkeit, also wir sind die größte Popmusik, wir sind die größte Popmusik, Punkt. Und alles, was bei uns ausgehandelt wird, über Weiblichkeit, Männlichkeit, was auch immer, das ist extrem relevant. Die Leute, die jetzt dadurch sozialisiert werden, die nehmen alle ihre Vorstellungen und ihre Bilder von Männlichkeit oder von Herkunft oder von whatever über Rap mit. Also zumindest, wenn die das so rezipieren wie ich damals, so 24/7. Wenn die das jetzt nur so beiläufig hören, vielleicht nicht so sehr. Aber wenn man sich dem schon stark aussetzt, dann macht das halt was mit dir. Und dann muss man sich das auch analytisch angucken. So, weil ja auch viel Scheiße passiert im Rap, wie du weißt. Kommen wir gleich auch noch drauf. Ich habe auch ein Auge auf die Zeit, deswegen gucke ich auf mein Spicker-iPad. Was sind denn die anderen Kollegen so für Menschen, die über Hip-Hop forschen? Sind das alles so coole Leute wie du, die auch tatsächlich aus der Kultur kommen? Oder sind es auch so die Achims, die sagen, ach komm, das interessiert mich einfach, aber eigentlich habe ich damit nichts zu tun? Also, voll unterschiedliche Leute. Also diese ganze Hip-Hop-Forschungsbubble, also die darf man sich nicht vorstellen als so eine homogene Masse. Ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie alle die gleichen Dinge tun und irgendwie alle mega vernetzt sind und uns ständig treffen oder so. Es gibt schon sowas wie Hip-Hop-Tagungen. Die laufen im Prinzip so ähnlich ab wie andere Tagungen auch. Da gibt es irgend so ein Thema, ein Überthema, was weiß ich, zum Beispiel Hip-Hop und Digitalisierung ist jetzt erfunden, aber dann hält man da einen Vortrag, meistens rappt da jemand. Das ist ein Unterschied zu einer anderen Tagung. Das ist so ein bisschen performativ. Wer rappt denn auch so Tagungen? Das gibt's? SSIO? Naja, leider nicht. Meistens ist es jemand, der auch forscht oder so. Also der dann irgendwas aus seinem Projekt mitbringt. Oder also ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Ich will nur sagen, da gibt es so performative Momente auf so Tagungen. Hat auch cringe Situationen, also gibt auch durchaus skurrile Momente. So. Aber grundsätzlich sind das eigentlich ganz coole Leute, auch aus unterschiedlichen Generationen. Es gibt Leute, die sind Mitte 50, die kommen auch aus dem Hip-Hop, logisch, waren mal vielleicht Breaker früher und forschen jetzt zu Breaking. So, und dann gibt es es gibt sehr viel verteilte Bubbles in Deutschland, die sich damit beschäftigen, auch viele Einzelpersonen, die sich damit beschäftigen, aus unterschiedlichen disziplinären Blickwinkeln. Und so unterschiedlich und vielseitig ist auch die Forschung. Viele haben Szenebezug, nicht alle. Und es gibt schon immer wieder mal so eine Lennarts und Carstens auf so eine Tagungen, wo man so merkt, das finden die jetzt gerade richtig geil, dass die jetzt einfach so offiziell Fotze sagen dürfen, so offiziell Hure sagen dürfen, weißt du? Das sind dann so Momente, wo ich mir denke, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt sein muss, aber okay. Der Szenebezug mag trotzdem da sein, aber das ist da habe ich so ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei. Wie viele Leute forschen denn weltweit zu Hip-Hop? 2403. Nee. Ach, das keine weiß Ahnung, man? nein! Ey, damit hättest du mich jetzt eiskalt gekriegt, ne? Ich glaub dir alles. Also Du hast einen weltweit, Doktortitel, ich glaub dir alles. also ganz ehrlich, ich glaube sehr, sehr viele inzwischen. Also in den Staaten mega viele Leute. Und da bin ich aber die falsche Ansprechpartnerin. Es gibt eine Kollegin von mir, Sina heißt sie, Sina Nitsche. Die hat das European Hip-Hop Studies Network gegründet und die ist extrem gut vernetzt, worldwide und europaweit und fährt immer auf so Tagungen nach Irland. Mrs. Und Worldwide so. quasi. Ja, die musst du einladen. Die kann dir voll viel erzählen zu irgendwelchen Szenen im, weiß ich nicht wo. Und die hat auch ganz viel Connections. Also wenn ihr was wissen wollt über die Szene in Italien oder Slowakei oder sonst wo, dann ist auf jeden Fall Sina eure Ansprechpartnerin. Ich bin's auf jeden Fall nicht. Ich bin sehr fixiert auf die deutsche Szene, ehrlich gesagt. Du sprichst ja vor allem auch viel öffentlich über deine Arbeit. Nicht, weil ich es will, ehrlich gesagt, weil die Leute halt fragen und dann gebe ich halt Antwort. Ah ja, okay, gut. Also du pushst es nicht selber?
Okay, das ist interessant. Ich dachte, das siehst du aus, so als dein Berufsbild so ein bisschen aufzuklären. Ja, jetzt inzwischen schon. Also ich halte ja Vorträge so. Da sehe ich das auf jeden Fall so. So ein bisschen Wissen über die Szene und auch über sowas wie funktioniert Medienaneignung und wie ist das mit dieser Rückeroberung von diesen Begriffen, verroht unsere Jugend, weil sie zu viel SSIO hört und so. So eine Sachen so ein bisschen darüber aufzuklären im Rahmen von Vorträgen, die ich aber auch nicht verkaufe, sondern die auch herangetragen werden an mich. So, also So verdient man sein Geld. Ja, wenn es gut läuft, zahlen die dann auch was, ja. Ja, so nur als Beispiel jetzt, ne? Aber ja, ich spreche schon auch mit Medien. Also ich finde es jetzt nicht so mega geil, aber ich mach's, weil ich denke, ich muss es machen. Weil ich finde, es gibt nicht so viel kritische Stimmen auch, ehrlich gesagt. Viele Leute sind sehr unkritisch in dieser Szene. Da gibst du mir eine richtig gute Überleitung. 28 Leute Admiralspalast. Wenn du nicht kommst, ich bin sauer. Wir haben Krieg. Wisst ihr, wer da ist? Der Bruder Empi und seine Schwester DP, Shaka One und Ramsey straight out of Frankfurt. Wir quatschen, es gibt Konzerte, wir sind in dem Theater Admiralspalast Berlin, Sonntag, 28 Leute. Es gibt Tickets, es gibt Kultur, es gibt Liebe. Komm vorbei und supportet mal echt Hip-Hop, ja? Also, quatsch nicht rum. Republik! Viele Fakes unterwegs, ja das weiß ich. Ich bin nur am Gewinn, deshalb bin ich nicht sympathisch. Deutschrap Me Too gab vor ein paar Jahren ja den Anstoß zu Diskussionen in der Szene, innerhalb der Szene, aber auch von außen. Und was da auch ja auffällig war, war das Schweigen im Wald, sowohl von den Künstlern, die vielleicht Anschuldigungen gegenübergetragen wurden oder aber eben auch einfach Männer im Rap sind, von der Szene von Journalisten und von Labels etc. pp. Wie wertest du dieses Schweigen, was da passiert ist, wo wir dachten, okay, jetzt ist ein Moment, jetzt kann was passieren, jetzt werden Frauen und Opfer laut und es gibt jetzt wirklich konkrete Schilderungen, was, wie, wann, wo passiert ist und es war auf jeden Fall gefühlt nicht die Wende, die es hätte sein können. Ja, das bedauere ich auch ein bisschen, dass es nicht die große Wende gegeben hat. Aber ich meine, für eine wirklich strukturelle Veränderung braucht es auch Ressourcen. Ich glaube, dass die Personen, die da damals so aktivistisch vorgeprescht sind, auch gar nicht so richtig damit gerechnet haben, dass das so eine große Dimension annimmt. So, diese Bewegung, es ist eine richtige Bewegung gewesen. Auch schon wieder 4 Jahre her, 2021, glaube ich, im April oder so, ging es so los. Die dann, glaube ich, auch einfach mit den vielen Rückmeldungen und dem großen medialen Aufschrei, den es ja gab, auch außerhalb der Hip-Hop-Medien, so ein bisschen auch überfordert waren und dann erstmal sich sammeln mussten, glaube ich, und gucken müssen, okay, tragen wir das Projekt jetzt weiter? Und aus diesem Projekt sind ja andere Projekte entstanden, ne? Music Me Too und so weiter. Also das Thema ist auf jeden Fall auch durch die Leute von Deutschrap Me Too, also was heißt auch, es ist auf jeden Fall im Mainstream-Diskurs angekommen, im Feuilleton diskutiert worden. Die ganze deutsche Medienlandschaft hat 2021 über Rap und über Sexismus im Rap und sexuelle Übergriffe und sexuellen Missbrauch und so weiter gesprochen. Natürlich auch immer gerne mit dem erhobenen Zeigefinger, von wegen die Rap-Szene mal wieder und so. Da müsste man auch wieder so ein bisschen einordnen, warum das jetzt kein Spezifikum von Rap ist, sondern natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir natürlich auch im Rap finden. Diese Dinge sage ich ja seit 10 Jahren irgendwie immer wieder, muss man aber trotzdem offensichtlich immer wieder tun. So und also es ist auf jeden Fall was passiert. Es hat so ein bisschen verfangen oder ist verfangen. Es gibt andere Projekte. Es gibt viel mehr Sensibilität für diese Thematiken, auch im Festival-Orga-Bereich und so. Ich glaube schon, dass was passiert ist. Aber das Patriarchat ist jetzt irgendwie nicht abgeschafft worden. Ja, okay. Aber ich glaube schon, dass viele Personen auch in der Musikindustrie und so weiter seit dieser Deutschrap MeToo-Bewegung oder seit den anderen Kampagnen und Organisationen, die sich da rausentwickelt haben, einen anderen Umgang damit haben, vorsichtiger sind, zum Glück auch. Und was ich ja auch immer denke ist, oder weiß jetzt nicht, ob das die Frage auch noch war, aber wo ich auch immer denke, ist, wir müssen eigentlich an die Männer ran bei diesem ganzen Thema. So, weißt, es war ja letztendlich ein Projekt von Flinter-Personen. Klar, da waren bestimmt auch ein paar Typen dabei, aber im Endeffekt, damit das wirklich strukturell irgendwie eine Veränderung auch nach sich zieht,
müssen wir halt alle einkassieren für dieses Projekt sozusagen und den Typen auch klar machen, dass es jetzt hier nicht irgendwie eine radikal feministische Bewegung ist, die alle Männer töten will, so, sondern dass wir gemeinsam uns daran arbeiten, uns von diesen engen Geschlechterskripten zu befreien, die Männern ja auch nicht gut tun, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Und die hätten wir damals schon gebraucht in der Deutschrap-MeToo-Bewegung. Die waren vereinzelt da, El Guni und so, der war ja sehr solidarisch in dieser Zeit und auch bestimmt ein paar andere, aber eigentlich waren es viel zu wenig. Eigentlich habe ich erwartet schon von mehr männlich identifizierten Personen, dass die ja aus dem Arsch kommen. Ist aber nicht wirklich passiert oder ist es mir entgangen, kann auch sein. Ich habe dazu eine interessante These gelesen, dass die männlichen Rapper Angst hatten, sich zu äußern, weil vielleicht in der Vergangenheit ja auch mal was gemacht wurde, was vielleicht ein bisschen fragwürdig ist. Nur so im Sinne von, wer im Glashaus sitzt, sollte vielleicht die Klappe halten. Die haben auf jeden Fall alle Schiss. Wie gibt es denn aber einen Mittelweg oder gibt es den überhaupt, sich zu äußern um gleichzeitig Fehler einzugestehen, sich zu solidarisieren und nicht direkt seine Karriere selbst zu torpedieren, dass alle Markenpartner und alle Verträge direkt aufgekündigt werden, nur weil man sagt, gut, ich habe in der Vergangenheit auch mal Sachen gemacht oder vielleicht auch in der jüngeren Vergangenheit, okay, jetzt checke und jetzt geht's weiter und jetzt kann ich mich irgendwie dazu äußern, statt dieses komplett keep quiet. Ganz ehrlich, Julia, ich verweigere mich, jetzt für Männer eine Strategie zu erfinden, wie die sich rückblickend mit toxischem Verhalten auseinandersetzen sollen und da eine Veränderung herbeiführen wollen. Das sollen die sich selber überlegen, ja. Also wir haben ja jetzt hier... Aber tun sie ja nicht, das ist ja das Problem. Ja, und ich sag dir auch warum, weil das männliche Sozialisation verunmöglicht, sozusagen Geschlechtsgenossen für so eine Übergriffe anzuzeigen. Michael Kimmel, das ist so ein amerikanischer Soziologe, der spricht von der Culture of Silence, so die unter anderem in so homosozialen Männergemeinschaften und in so einer Männerwelt, in der wir ja nun mal leben, die da so eingebettet ist und die auch für so einen Zusammenhalt sorgt unter Männern, dass man so von vornherein sozusagen lernt, andere Männer nicht für Fehlverhalten an den Pranger zu stellen oder das anzuzeigen, weil man dann einfach fürchten muss, dass man in der Männlichkeitenhierarchie halt downgegradet wird. Und das ist ja auch so. Ich spreche ja viel mit Männern. Das ist so. Also hältst du lieber die Klappe. Und wie du das aber anders machen kannst und anders lösen kannst, das können die einfach gerne mal selber rausfinden. Weil, guck mal, wir sind hier in der 3., 4. Welle, feministischen Frauenbewegungswelle. Wo ist die Männerwelle, frage ich mich. Ich denke mir ja die ganze Zeit, es muss jetzt einfach auch mal langsam so eine Emanzipationsbewegung auf der Seite der Männer geben, damit der Groschen auf dieser Seite auch mal fällt. Applaus. Naja, bitte. Ist ja nicht unser Job, weißt du? Ich denke mir immer so, also, die sollen auch mal Welle machen. Verstehst du, was ich meine? Eine gab es ja schon, aber wo ist die zweite? Schön, dass ihr alle da seid, für alle, die Haben neu... Haben zugehört oder einfach nur so? Naja. Ja, einfach nur Shoutout gegeben für Hip-Hop lebt und dich. Korrekt. So. Schön, dass ihr alle da seid, für alle, die neu dazugekommen sind. Wir sprechen über Männlichkeitsbilder im Rap und weibliche Selbstermächtigung. Mein Gast, und ich sag's gerne nochmal, Professor Dr. Heidi Süß. Hallo. Für mich wie so eine Rummelmoderatorin. Bei so einem Fahrgeschäft, beim Autoscooter und Breakdance. Wir sprechen ja gerade über Deutschrap MeToo und hallo. Und vor allem ist da. Hallo. Deutschrap MeToo und wie die Rapper dazu, die männlichen Rapper geschwiegen haben und auch die Industrie dazu geschwiegen haben. Und die Szene intern Medien ja nicht mehr die Reichweite haben, die sie mal hatten, weil das durch Social Media die Solo-Accounts der KünstlerInnen ja ausgehebelt haben. Die sind ja viel größer als jedes Medium, was wir in der Szene noch haben. Natürlich auch großes Mediensterben darf man auch nicht vergessen, Digitalisierung, bla bla bla, alles Themen, Corona. Wenn dann aber zum Beispiel der Spiegel oder der Stern oder die Zeit von außen über Hip-Hop spricht, habe ich das Gefühl, ist es oft eine Karikatur von Hip-Hop. Also wir werden oft so gezeichnet, wie wir uns selber gar nicht wahrnehmen. Sie reden über Hip-Hop. Machen komische Moves mit den Händen. Ich weiß genau, was du meinst. Wie können wir das auch ändern? Wieso haben wir immer noch so einen beschissenen Ruf, obwohl wir die größte Musikkultur sind eigentlich? Ja, ich glaube, so schlimm ist es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe jetzt keine Medienanalyse in der Hosentasche hier dabei, aber
Also im Boulevard, man muss ja den journalistischen Diskurs unterscheiden in Boulevardmedien und Feuilleton. In den Boulevardmedien, logisch, die funktionieren nach Schlagzeilen und da gibt es diesen Skandalisierungsdiskurs, der sich da durchzieht. Rüppel-Rapper schlägt Freundin und so weiter und so fort. So, wer keine Ahnung von Rap hat und nur am Kiosk vorbeiläuft und diese Überschriften sieht, der muss ein schlechtes Bild kriegen von dieser Szene. Da muss eine Alliteration noch rein. Rüppel, Rapper rotzt. Rotzt rein. So, der feuilletonistische Diskurs, würde ich jetzt sagen, ist schon differenzierter. Was heißt, würde ich sagen? Es gibt tatsächlich Leute, die haben darüber auch schon was geschrieben und haben sich das genauer angeguckt. Der hat auch so einen leichten skandalisierenden Duktus, aber er ist schon differenzierter. Wenngleich da auch immer ein bisschen mitschwimmt, von wegen Gangsterrap wäre keine gute Musik oder so. So ein bisschen ein Geschmacksurteil gefällt wird schon auch. Und auch da ist das Themenspektrum insgesamt ein bisschen enger gezogen. Es geht natürlich viel um Kriminalität und Männlichkeit und Antisemitismus. Überhaupt ist Rap meistens wegen irgendwelchen Ismen in den Medien, das stimmt schon. Aber ich würde schon sagen, dass nicht mehr nur über Rap geschrieben wird in den Medien, weil inzwischen sind ja voll viele Leute, die selber mit Hip-Hop sozialisiert wurden oder die vielleicht mal für die Juice geschrieben haben oder für irgendwelche Hip-Hop-Magazine, schreiben jetzt für Zeit, sind freier Journalist bei der Taz oder irgendwo. Das ist ja eine ganz andere Generation jetzt teilweise am Werk, die selber so ein bisschen so ein Insiderwissen mitbringt und das auch nochmal differenzierter beschreibt. Also das würde ich schon da zugutehalten wollen. Aber ich gehe natürlich mit, es gibt viel zu wenig, also szeneseitig, viel zu wenig kritischen Journalismus mehr. Und dieser ganze Journalismus ist ja sowieso eigentlich weggefallen. So. Schmuddelkinder sind wir doch aber immer noch nach außen hin. Wenn du sagst, hier, ich mache irgendwas mit Hip-Hop, also gerade auch wenn man dann kommt immer, yo, yo, yo. Ja, exakt. Es kommt immer irgendwie so. Gerade auch wenn man und sei es mit Marken spricht oder wie du sagst, ne, ich habe ein Hip-Hop-Forschungsprojekt, bla bla bla. Du musst immer erst im Urschleim anfangen, wieso das jetzt eine Rechtfertigung hat, warum du das machen kannst und warum du das überhaupt machen willst. Also mach doch was anderes. Kind. Ja. Das hat meine Mama immer damals zu mir gesagt, jetzt hast du immer noch solche Hosen an, irgendwie sowas. Ja, aber ich glaube, was die Gesamtgesellschaft vielleicht auch noch nicht verstanden hat und auch so eine Elterngeneration und so eine, vielleicht trotzdem doch eine ältere Generation ist, dass das inzwischen auch gar nicht mehr so eine Jugend, also das finde ich haftet diesem Diskurs oft an, dass das so eine Jugendlichenkultur ist. Von wegen, da wächst du auch noch raus. Ne? So, irgendwann redest du auch normal und dann sitzt die Hose auch wieder richtig und so, weißt du. Und das ist aber nicht der Fall, weil wir sind eine generationenübergreifende Kultur inzwischen. Ich weiß nicht, wie viele Generationen sind auf dem Splash. Studierende von mir sind da, Kolleginnen von mir sind da. Leute, wie lange ist eine Generation? 20 Jahre? Ja, vielleicht sowas, ja. Mehr oder weniger. Also will nur sagen, mehrere Generationen haben an dieser Szene teil. Es gibt Vater-Sohn-Features jetzt und so. Das gab es ja früher alles überhaupt nicht. Und das macht es auch voll spannend, weil dadurch entstehen nochmal neue Konflikte. So Männlichkeit wird auch neu ausgehandelt, habe ich so den Eindruck, zwischen den Generationen. So die Jüngeren, die sich so denken, was ist das für retarded Männlichkeit bei euch? Die Älteren, die sich so denken, make Hip-Hop great again und so. Wir wollen, dass das alles so bleibt wie früher und so. Also das ist ja auch interessant, sich anzugucken. Aber ich glaube, das muss man vielleicht nochmal mehr in die Öffentlichkeit spielen, dass das nichts ist oder dass Hip-Hop-Identifikation nichts ist, was man mit 22 dann so an die Garderobe hängt und dann wird man erwachsen und macht so wirklich seriöse Sachen, sondern dass man das nicht so leicht aus seiner Identität rausgebügelt kriegt, sondern dass das einfach eine lebenslange Identifikation sein kann und dass es halt so Leute gibt wie uns, die da halt auch vielleicht bleiben in dem Feld, beruflich sich da irgendwie entwickeln, positionieren und da verschiedene Dinge tun, so. Bei Deutschrap MeToo und auch so einem aktuellen Strafverfahren wie Diddy geht es ja nicht unbedingt um den einzelnen Menschen, sondern um das gesamte System dahinter. Wieso denkst du, fällt es Rappern, die zu Täter werden, so schwer, kritisches Verhalten von sich selber zu hinterfragen und diesen Missbrauchszirkel zu erkennen, obwohl sie vielleicht selber ja Opfer von, weiß nicht, sind eine marginalisierte Gruppe, haben selber Rassismuserfahrungen gemacht oder. Wieso ist es so schwer, diese Diskrepanz bei sich selber und dem ganzen Ökosystem, in dem man stattfindet als Rapper, zu hinterfragen und zu brechen? Was denkst du, was da dein Take? Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt.
Das frage ich mich auch. Also, weil, es ist so, wenn man jetzt mit einem wissenschaftlichen Begriff um die Ecke kommen würde, könnte man sagen, alle Männer, egal ob von Rassismus betroffen oder ob Prekaritätserfahrungen habend oder vielleicht eine Behinderung habend oder was auch immer, profitieren von der patriarchalen Dividende. Also von dem grundsätzlichen Vorteil, den man hat als Mann, wenn man in dieser Gesellschaft lebt. So. Und das ist, glaube ich, das sitzt tief und das ist auch Teil männlicher Sozialisation, diese Gewissheit sozusagen. Und ich frage mich das aber auch oft, weil im Prinzip müssten ja eigentlich gerade im Hip-Hop-Kosmos viele männlich identifizierte Personen schon auch merken, die zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, dass sie ein ähnliche, dass ihr Projekt und unser Projekt durchaus Überschneidungen hat, im Sinne von, man ist in einer untergeordneten, gesellschaftlich marginalisierten Position, man hat diese und jene Erfahrungen der Unterdrückung gemacht und man empowert sich mit den Tools des Hip-Hop aus dieser Position heraus. Das sind ja analoge Strategien sozusagen, ja. Und vorhin wollte ich noch irgendwas sagen, fällt mir das jetzt wieder ein? Genau, Thema Männlichkeit eben. Das meinte ich vorhin, als ich so meinte, wir müssen die Männer einkassieren oder beziehungsweise den Männern verständlich machen, auf entspannt und auf Augenhöhe und nicht mit dem Zeigefinger, dass sie dieses gesamtgesellschaftlich herrschende Männlichkeitsideal, ja, das wir in der Gesellschaft haben, dass sie das kann kein realer Mann je erfüllen. Das ist ein Ideal. So. Hegemoniale Männlichkeit nennen wir das in der Forschung. Ganz wenige Männer können das sozusagen auch nur verkörpern. So weiß, hetero, mega rich, dies, das, bla. So. Der Rest scheitert per se. Das Scheitern ist in Männlichkeitsarbeit per se schon eingelassen im Prinzip. So. Und jetzt geht es darum, auf das Scheitern im Prinzip klarzukommen. Das Scheitern gut zu balancieren. Viele kriegen das nicht gebacken und dann wird es so Antifeminismus, Weiblichkeitsabwehr, bla bla bla. So, aber dass man sozusagen erkennt, okay, Kacke, ich kann eh nur scheitern, dann arbeite ich jetzt vielleicht daran, diese Idee abzuschaffen, weißt du, weil es mir dann besser geht. So. Weil ich dann nicht mehr Angst haben muss, wenn ich nicht potent genug bin, weil es im Bett nicht läuft oder weil ich jetzt irgendwie schlecht drauf bin, kann ich nicht über Mental Health sprechen, weil ich bin Typ und so. Also dieses komplette Skript, die Männer leiden ja unter diesem Skript. Ich rede viel mit Männern, jetzt auch wieder gerade mit verschiedenen Typen gesprochen. Die Diagnose ist da, die erzählen mir von Krankheiten, die sie haben, die sie hätten schon viel früher feststellen lassen können, hätten ihre Väter, Onkels und Opas mal davon erzählt, dass sie das auch haben. Aber da Männer ja nicht über sowas sprechen und auch nicht zum Arzt gehen, hat dieser Mensch in meinem Alter jetzt erst rausgefunden, dass er was hat, das er jetzt erst behandeln kann. Beispiel nur, ne? Ein anderer Typ erzählt mir am Tresen, seine Tochter wurde letzte Woche hier von so einem Typen, von so einem übergriffigen Teker irgendwie blöd angegangen. Der nächste erzählt mir, seine Tochter hat eine toxische Beziehung und er möchte sie da gerne rausretten. Der nächste erzählt mir, die Affäre hätte ein ganz krasses Vaterproblem, der Vater hätte sie zerstört und so. Alles reale Geschichten, also die Diagnose, also das Problem wird schon irgendwie erkannt, aber der Transfer fehlt zur eigenen Position, zur eigenen Geschlechtsklasse und danach kommt dann nichts mehr, so dass man in Aktion käme und was dagegen tut, das fehlt. Und das wäre aber gut, wenn das stattfinden würde, weißt du, wenn es nicht an dieser Stelle der Diagnose so irgendwie so aufhören würde. Aber da grätscht wieder die patriarchale Dividende rein. Auf gut Deutsch gesagt. Weißt du, was ich mich frage, warum diese Hypermännlichkeit und diese... So hot ist. Nee, interessant. Können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn die Mikros aus sind. Diese Überinszenierung von Männlichkeit, habe ich das Gefühl, findet nur noch so richtig im Hip-Hop statt. Wieso hat sie aber auch diese Sogwirkung auf natürlich Männer, Fans und auch junge Frauen? Was passiert da, rein soziologisch betrachtet? Tja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch schon lange. Naja, ich meine, also gibt's nicht nur im Hip-Hop, würde ich nicht sagen, aber es ist halt einfach, es ist so schön einfach. Es ist so schön verdichtet und eindimensional, das hat jetzt so eine Wertung, aber ja, klar, es ist auch Popkultur. Da sind Geschlechterbilder generell relativ aufs Wesentliche verdichtet. Und das bietet einfach eine herrliche Projektionsfläche für alle möglichen Sehnsüchte. So ein Jizzes, sage ich jetzt mal, ja. Und das sind ja auch Figuren, die allermeisten Männer können diese Männlichkeit sowieso nicht verkörpern.
Aber warum das immer noch so eine nachhaltige Strahlkraft hat, die ja sich völlig diametral verhält zum Diskurs darüber denke ich tatsächlich auch viel nach, weil die meisten Leute, auch hier, wenn du denen irgendwie sagst, weiß ich nicht, wenn du denen so einen hypermaskulinen Banger irgendwie zeigst, dann langen sich die meisten Leute ans Hirn, weil die meisten Leute finden das lächerlich und völlig drüber und peinlich und unangenehm. Aber gleichzeitig haben diese Leute alle mega Klicks und mega Streams und sind mega erfolgreich. Also irgendwer muss es ja hören und das sind ja wir. Also wir finden es kritisch und komisch und irgendwie problematisch, aber wir hören es trotzdem. Und das finde ich schon eine sehr interessante Gemengelage so. Weil also runtergebrochen jetzt auf das Modell Gangster-Rapper, sag ich jetzt mal, ja, ich habe die ganze Zeit Majo im Kopf, jetzt weiß ich wieso, das funktioniert ja jetzt schon seit 20 Jahren. Und das es hat jetzt nicht nur mit Hypermaskulinität zu tun, da spielen auch andere Sachen mit rein, aber das scheint ja irgendeine Faszination auszuüben. Und nicht nur auf migrantische Kids, die sich damit identifizieren, weil der für ihre Community spricht, sondern ja auch auf total viele Deutsche und White Kids und natürlich auch auf Frauen und Flinterpersonen. Also es ist ja auch ein Trugschluss zu glauben, Flinter-Personen hören keinen Gangster-Rap. Also das ist gar nicht der Fall. Klar kann man sich da auch mit Teilen davon identifizieren oder man findet einfach den Sound geil. Man muss ja gar nicht Majo feiern oder Kurdo, aber vielleicht hat der einfach gute Beats. So. Also weißt du, gibt's ja auch. Ich habe ein Buch gelesen letztens dazu, da war im Vorwort, mir fällt gerade der Name leider nicht ein, dass gerade als junge Frau man harten Rap hört, um einen äußeren Konflikt zu umgehen, weil man ja nicht auffallen soll, nicht laut sein soll, bla bla bla, nicht wütend sein darf. Um zu provozieren. Und dass man quasi so in den intern, indem man halt die Texte mit rappt und in eine gewisse Aggressivität geht und halt das intern oder im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer ausleben kann, diese Wut. Und dann ist quasi der Konflikt katalysiert für dich und du musst nicht mit deinen Eltern, mit der Schule, mit der Gesellschaft in den wirklichen Diskurs gehen, wo dann natürlich auch eine Reaktion kommt. Sondern du kannst es so eindimensional rausgehen, fühlst dich verstanden, fühlst dich abgeholt, check. Was denkst du dazu? Weil ich fand das einen ganz interessanten Take, muss ich sagen. Ja, überzeugt mich. Oder? Weil ich habe an mich selber zurückgedacht. Ich war ja auch mal jung und habe dann überlegt, wieso habe ich mir eigentlich damals noch Eminem gegeben und Agro Berlin, was ja auch, wenn man das jetzt heute hört, also so, ich muss sagen, was ich mit 11, 12 mir da reingezimmert habe. Ich hatte Smut Peddlers Tape. Kennst du die noch? Egal. Ich weiß, aber so von auch Arschfix-Song und alles, was Agro Berlin gemacht hat, basically. Wenn ich mir denke, ich war 11, okay, alles klar. Und man hat es ja auch überhaupt nicht in der Tragweite verstanden, was da überhaupt gerappt wird. Und für mich war es auf jeden Fall, also das kann ich deswegen bestätigen persönlich, dass ich auf jeden Fall nach innen in den Konflikt gegangen bin und war so, ich bin jetzt richtig sauer, ich habe richtig Rage, ich gebe hier richtig meine Emotionen rein. Aber nach außen immer so, nee, ist alles gut, alles schicki, top. Ich überlege gerade, ob das bei mir auch so war. Ich bin gar nicht mit so den roughen Sachen reingegrätscht. Ich bin ja hier mit Lauryn Hill und Freundeskreis. Du kommst nicht aus Brandenburg. Im Süden hattet ihr ein bisschen andere Musik. Naja, sag das nicht. Wir haben Feinkost Paranoia, ja? Also, Vorsicht. Ich bin mit so einen lieben Sachen, bin ich so reingekommen. So Lauschgift und, also von Fanta 4. Und so 1, 2 und Freundeskreis. Lauryn Hill und so. Bei mir wurde es dann später erst rough, aber da war ich dann schon woanders. Aber klar, ich meine, Provokation und Abgrenzung sind natürlich total wichtige Aspekte von jugendlicher Musikrezeption. Ob man das jetzt geschlechtlich nochmal differenzieren kann, weiß ich nicht, aber mag schon sein. Was ist das für ein Buch eigentlich? Ich finde es raus, es war so ein kleines, das ist so eine Reihe, ich schreibe es in die Shownotes. Ich habe gerade überlegt, während ich das gesagt habe, mein Vater darf das nie erfahren, was ich da gehört habe. Okay. Da werde ich enterbt auf jeden Fall. Wie sehr prägt denn Rap seine Hörerinnen wirklich? Schon. Es ist Mainstream und insofern werden natürlich alle gesellschaftlichen Konfliktlinien von Geschlechterdiskursen bis zum Klimawandel auch in der Rap-Szene verhandelt. Und deswegen kann man das auch so gut da analysieren, weil das da alles so verdichtet stattfindet irgendwie. Und gleichzeitig, und das ist ja eine der großen Fragen, die auch immer gestellt werden bei so Vorträgen, natürlich wirken die Dinge, die im Rap verhandelt werden, auch auf die Gesellschaft zurück. Ich würde ja schon behaupten, als Fan von dieser Kultur, also Kritikerin, aber auch Fan dieser Kultur, dass Rap regelmäßig, in regelmäßigen Abständen immer noch die Kultur ist, die soziale Missstände thematisiert und die, wenn irgendwelche
rassistischen Übergriffe sind, die sich da irgendwie positionieren, die da irgendwelche Tracks machen, Gott, wie heißt ein Track mit mehr Leuten? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Kollabo, genau. Also irgendwelche Tracks mit vielen Rappern und RapperInnen drauf. Und auch Feminismus und alles, was wir gerade in der Popkultur über Geschlecht, Männlichkeit und Feminismus verhandeln, daran hat Rap auch einen großen Anteil. Also durch Personen oder Figuren wie Icky Mel spricht ganz, ich zumindest habe den Eindruck, vielleicht bin ich auch in meiner Bubble, ja, aber spricht halb Deutschland über sexpositive Ermächtigungsstrategien, Fotzenbegriffe und solche Dinge. Das wäre ohne so eine Figur, die ich jetzt schon im Rap-Kosmos mal verorten würde, wäre das ja gar nicht der Fall. Insofern ist das schon total wichtig, sich das anzugucken. Und insofern ist diese Henne-Ei-Frage auch, also ja, das bedingt sich gegenseitig, würde ich sagen. Heidi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an euch, dass ihr euch hier um 11 Uhr neben dem Zeltplatz Zeit genommen habt für so ein schweres Thema. Das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich und wissen wir sehr, sehr, sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Danke Splash. Danke an mein Team. Folgt Hip-Hop lebt. Bitte. Ja, ich brauche das. Folgt meinem eigenen Account. Folgt Heidi. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Splash, wir sind raus. Hip-Hop lebt.